Hallo ihr Lieben, ich bin Kathi von Creative Mom und habe für euch diese Woche ein neues Nähvideo vorbereitet. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eine einfache kurze Hose für MSD Jungs nähen könnt. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, so verpasst ihr keine weiteren Videos. Druckt und schneidet die Stoffe aus. Für die Shorts habe ich einen leichten Jersey-Stoff genommen. Ihr müsst zweimal das Vorder- und Rückenteil haben und einmal das Bündchen im Bruch. Nehmt das Vorderteil und legt es rechts auf rechts zusammen. Danach wird die Schrittnaht mit ein paar Nadeln zusammengesteckt. Wiederholt es anschließend auch mit dem Rückenteil. Schließe die Schrittnaht mit einem geraden Stich. Stelle die Stichlänge etwas größer ein. Die Nahtzugabe beträgt hier 0,5 cm. Ich habe die Nahtzugabe etwas zurückgeschnitten und lege das Vorderteil und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander und stecke sie mit ein paar Nadeln fest. Die Seitennähte habe ich geschlossen und auch hier kürze ich die Nahtzugabe ein paar Millimeter zurück. Als nächstes klappe den Beinsaum einen Zentimeter um und stecke ihn an beiden Hosenbeinen fest. Zum Absteppen des Saumes kannst du jeden beliebigen elastischen Stich, den deine Maschine hat, verwenden. Nun kann die Schrittnaht geschlossen werden. Lege dafür die Hosenbeine rechts auf rechts und stecke sie fest. Die Nahtzugabe der Beinnähte lege ich in unterschiedliche Richtungen, damit es an dieser Stelle nicht zu dick wird. Die Schrittnaht ist geschlossen und ich schneide wie gewohnt die Nahtzugabe etwas zurück und vernähe sie an dem Saum Richtung Rückenteil. Als nächstes falte das Bündchen und nähe es mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm zusammen. Falte das Bündchen links auf links und markiere dir einmal die Stelle, an der du das Bündchen zusammengenäht hast, und dann die gegenüberliegende Stelle, so dass es jeweils in der Mitte ist. Stecke nun das Bündchen an die Hose fest. Die Bündchennaht muss auf die Schrittnaht am Rücken aufeinandertreffen. Danach steckst du das Bündchen mit der zweiten Markierung an die Schrittnaht vom Vorderteil. Dehne das Bündchen ein wenig, damit du es mit zwei weiteren Nadeln an den Seitennähten feststecken kannst. Ich nähe das Bündchen mit einem Fake Overlock Stich an. Hier ist es wichtig, dass der Stich elastisch ist und dir die Nähte beim Anziehen der Hose nicht platzen.
Ihr Lieben, wir sind am Ende angekommen. Ich habe mit meinem Plotter noch einen schönen Druck ausgeschnitten und auf das T-Shirt und die Hose drauf gebügelt, damit es nicht so langweilig aussieht. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie euch das Schnittmuster gefallen hat und welchen Puppen es alles passt. Viel Spaß beim Nachnähen, eure Kathi von Creative Mom.